Liebe Leute, ich hatte ja in den letzten paar Wochen einen Aquarellmalkurs. Ich war ein komplettes geistiges Nackerbatzi, wie man so schön sagt, was Aquarell anbelangt. Wir haben uns angeschaut, was haben wir gemacht, und ich habe mir gedacht, wir machen heute eine Recap, was so passiert ist seither. Let's go! In der ersten Einheit sollten wir ja unseren Aquarellmalkasten, den wir mitgenommen haben, hernehmen und die Farben einmal swatchen. Und ich habe dann versucht, mit dem Aquarell ein bisschen zu experimentieren. Und ja, das ist dabei rausgekommen. In der zweiten Einheit haben wir uns dann mit den Komplementärfarben befasst und schon langsam ans Farbenmischen herangetastet, was ja für mich schwierig und vorstellbar war, das überhaupt alleine anzugehen. Und dann habe ich da einfach mal mit dem Cadmiumgelb und mit dem Brillantgrün habe ich mal meinen komplett neuen Farbkasten, den ich mir extra für den Malkurs gekauft habe, habe ich da einmal was Neues zusammengemischt, und in der zweiten Einheit haben wir da so ein Landschaftsbild gemalt, falls ihr euch erinnern könnt. Ja, die Wolken sind mir sehr gut gelungen, finde ich. Der Rest ist ja so lala. Es war halt ein erstes Landschaftsbild als Aquarell-Nackerbatzi. In der dritten Einheit ist es schon spannend geworden. Ich finde, da sieht man schon deutlicher einen Niveauunterschied, dass da was weitergegangen ist. Da haben wir von so eine Tabelle gemalt, 0 auf 100 bzw. von 100 auf 0. Wir sollten schöne Farbverläufe zaubern, wo viel Pigment zu wenig Pigment wird. Und dann nach dem Balken haben wir das mit den Kreisen gemacht. Wir sollten da so quasi Kugeln darstellen und uns vorstellen, okay, von irgendeiner Seite kommt ein Lichtpunkt, da ist ein Lichtreflex, da kommt das Licht her, und unten ist zum Beispiel ein Untergrund, wo diese Kugel aufliegt, da ist dann eben die Farbe dunkler, das Pigment mehr, und auf der Unterseite, könnten wir uns vorstellen, da ist so quasi eine Art Schatten, wo eben diese Kugel drauf liegt, auf einem Tisch zum Beispiel. Beim Gelb, haben wir alle gemerkt, ist nicht so einfach, da einen schönen Farbverlauf zu machen. Und dann ging es schon ans Obst und Gemüse abzeichnen. Unsere Vortragende hat sich da vom Bauernmarkt was eingekauft und wir durften uns was aussuchen. Und ich habe mir anhand vom Johannes Itten, den Farbstern, habe ich mir dann die Komplementärfarben hergenommen, welche ich für mein Bild haben wollte, die rote Paprika. Dann habe ich geschaut, okay, was brauche ich da für einen Hintergrund? Das muss dann grün sein, dass es ein Komplementärkontrast wird, denn der Komplementärkontrast hat mir wirklich gut gefallen. Dann bei der roten Rübe habe ich links eine 3-Minuten-Challenge bekommen von der Vortragenden. Wir sollten schnell in 3 Minuten etwas zaubern. Und rechts habe ich mir dann einfach mehr Zeit gelassen. Ich liebe es, in den Flow zu kommen, wo ich Raum und Zeit einfach vergessen und sein lassen kann. Und da bin ich dann schon viel, viel mehr ins Detail gegangen. Danach, nach diesen 3 Einheiten, war der Malkurs vorbei und ich habe dann zu Hause weitergemalt. Zum Beispiel heute Abend habe ich einfach versucht, mal eine Parfümflasche abzuzeichnen und mit dem Komplementärkontrast zu arbeiten. Die Tage davor habe ich zum Beispiel auch mit zu Hause Obst und Gemüse aus dem Kühlschrank hergenommen und auch versucht, etwas abzuzeichnen. Eine angebissene Gurke mit den Lichtreflexen, auch wieder versucht zu schauen, wo kommt das Licht her, wie fällt der Schatten, und dann auch wieder die Farben vom Komplementärkontrast zu benutzen. Ich habe dann geschaut, dass ich mit dem Licht ein bisschen spiele. Wo kommt meine Lichtquelle her? Wie fällt sie auf das Obst und Gemüse und welcher Schatten entsteht dadurch? Und habe mich da auch nach wie vor beim Johannes Itten Farbstern mit den Komplementärfarben orientiert. Da habe ich dann was komplett Neues mal probiert, eine Nass-in-Nass-Technik ohne Vorzeichnen bei den Tomaten. Ich habe da so eine kleine Packung Snacktomaten im Kühlschrank gehabt und auch wieder mit dem Komplementärkontrast gearbeitet. Ich habe nur die Verpackung vorgezeichnet und mit Tusche nachgezogen, und bei den kleinen Tomaten habe ich wirklich nur mit der Nass-in-Nass-Technik gearbeitet, ohne da was vorgezeichnet zu haben. Es war echt spannend und ja, genau. Heute Abend habe ich mir, wie gesagt, die Parfümflasche hergenommen und habe da versucht, einmal ein bisschen was anderes abzuzeichnen. Ich finde es für mich persönlich schwierig, aus der Vorstellung etwas zu zeichnen. Ich tue mir da wesentlich leichter,
irgendein Objekt herzunehmen und das abzuzeichnen. Habe mir da auch wieder den Farbstern hergenommen. Also das war für mich ein absoluter Gamechanger, kann ich euch sagen. Ich bin so froh, dass die Vortragende den zum letzten Kurstag mitgenommen hat, weil sie noch gesagt hat, ach, sie hat den schon ewig lang zu Hause liegen gehabt. Sie hat nicht gewusst, was sie damit machen soll den mitnehmen. Sie hat ihn mitgenommen und für mich war das meine Rettung, das war mein Durchbruch, dass ich mich getraut habe, Farben selbstständig zu mischen. Nicht nur das, was uns vorgegeben wurde, sondern dass ich auch wirklich mir angeschaut habe, okay, was möchte ich da zeichnen, welche Farben brauche ich dafür, welche habe ich in meinem Farbkasten. Ich probiere einfach einmal zu mischen. Ich habe da auch ein bisschen zugeschaut, wie das unsere Vortragende gemacht hat und irgendwann ist so der Knoten geplatzt, würde ich sagen, wo ich mir gedacht habe, okay, cool, ich probiere das jetzt auch einmal aus und hatte dann einen richtigen Wow-Moment bei der Mandarine, dass das gar nicht so schwer ist, sich den Farbton so anzumischen. Es ist einfach so Trial and Error, einfach, ja, Versuch und Scheitern, bis man das wirklich erreicht hat, ja. Genau, im Hintergrund seht ihr sowieso, wie ich den Farbstern da auch wieder aufgestellt habe. Ich orientiere mich da wirklich sehr, sehr gerne. Das gibt mir irgendwie so einen Rahmen und einen persönlichen Halt, dass ich mich da orientieren kann. Okay, die Parfümflasche, das war so ein Orange, braun, gelb. Ich habe dann geschaut im Farbstern, das ist so ein gelb-orange und dann habe ich mir eine Schablone ausgesucht. Diese mit dem Spitzendreieck gefällt mir eigentlich am besten, würde ich sogar sagen. Nicht dessen, dass beim Komplementärkontrast, dass man die genau gegenüberliegende Farbe nimmt, weil das wäre dann, ich glaube, so ein Ultraviolett gewesen, sondern dass man sich dann die Farbe links und die Farbe rechts davon hernimmt und eine davon verwende ich ganz gern für die Schattierung, also für den Schatten und die andere davon verwende ich dann gerne so quasi als Hintergrund, als Auflagefläche zum Beispiel. Ja? Also ich bin da wie gesagt auch noch selbst ein totaler Anfänger und am Experimentieren und versuchen einfach einmal so im Flow etwas auszuprobieren, was mir gerade einfach durch den Sinn geht und durch den Kopf geht, wo ich mir denke, okay, darauf hätte ich jetzt Lust, das probiere ich jetzt aus und ja, das mache ich dann auch. Wie gesagt, das, was ich euch zeige, das ist jetzt ich habe das, ich bin da weit entfernt davon, ein Profi zu sein beim Aquarell, aber ich merke einfach, dass mir das richtig gut tut, wieder in die Kunst einzutauchen. Gerade ich hatte eine schwere Woche, die letzten 10, 14 Tage waren etwas fordernd und schwierig, die mich wieder etwas aus meiner, ich würde jetzt nicht sagen Komfortzone gelockt haben, aber schon aus meiner Balance gebracht haben, die ich mir hart erarbeitet habe, würde ich sagen. Und ich hatte einen Prüfungstermin und ich bin ein Mensch, ich merke, umso älter ich werde, desto weniger komme ich gut mit äußerem Druck zurecht. Jetzt hatte ich diesen Prüfungstermin und nicht viel Zeit zum Lernen. Dieser Prüfungstermin ist auch noch am Geburtstag meiner Mutter gewesen, die leider Gottes vor 13 Jahren verstorben ist an Krebs. Und ich wollte eigentlich an dem Tag zum Grab meiner Mutter fahren und konnte das dann an dem Tag nicht machen. Das war schon mal der erste Dämpfer. Der zweite Dämpfer war der Prüfungstermin direkt in den Osterferien meiner Kinder. Das heißt, ich habe alle Kinder zu Hause gehabt und musste schauen, dass ich nebenbei lerne. Ich hatte auch noch Geburtstag in dieser Woche und habe meinen 37. Geburtstag damit verbracht, den ganzen Tag zu lernen, die Kinder zu vertrösten. Dann sind wir am Abend essen gegangen mit der Familie, bin nach Hause gekommen und habe weitergelernt. Also ich habe da wirklich alles, was ich hatte, habe ich da reingesteckt, weil ich wollte, dass ich diese Prüfung beim ersten Anlauf bestehe. Also habe ich gelernt wie nie zuvor. Ihr müsst euch vorstellen, ich war immer ein letzter Drückerlerner in der Schule. Ich habe eine HTL-Matura, ich habe ein Studium gemacht, ja. Ich habe so viele Prüfungssituationen schon erlebt und hinter mich gebracht und eigentlich nie länger als 3 Tage für eine Prüfung gelernt. Und jetzt bin ich ja schon etwas länger aus der Schule heraus und habe mir gedacht, schau, ich bin jetzt richtig motiviert. Ich nehme jetzt volle 10 Tage Zeit und lerne für diese Prüfung. Es war eine Prüfung, wo man 1100 Fragen zum Lernen hat und
die weitere Schwierigkeit daran ist, ich bin ein absoluter Verständnislerner und tue mir extrem schwer beim Auswendiglernen. So, jetzt war das aber sehr, sehr viel Technik. Ich habe das noch nie gesehen. Ich bin auch noch ein visueller Typ. Das heißt, ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich es nicht gesehen habe, die Technik. Und es hat mir auch keiner erklärt, diese Technik dahinter. Und jetzt musste ich schauen, verstehe ich das? Kann ich mir das vorstellen? Wie lerne ich mir das am besten? Wie merke ich mir das am besten? Manche Fragen waren so ähnlich und es war so Nuancen. Und das Schwierige daran war auch noch, es ist nicht immer nur eine Antwort richtig gewesen. Es konnten alle 4 richtig sein, nur 2 oder 3. Ja? Und bei manchen Antwortmöglichkeiten waren nur ein paar wenige Worte Unterschied, die aber so viel ausgemacht haben. Gut. Ich habe dann die Großeltern organisiert, dass die an dem Tag in der Früh herkommen und auf die Kinder dabei aufpassen. Die haben noch geschlafen, wie ich gefahren bin, weil das war in der Früh und ich musste circa eine Stunde hinfahren zum Prüfungsort. Ich war aufgeregt, ich habe in der Zeit nicht gut geschlafen, ich war gestresst, ich war wie gesagt aus meiner Balance. Die Routinen, die ich mir aufgebaut habe, dieses in Leichtigkeit meinen Alltag selbst gestalten. Ja, ich bin ein Mensch, am besten komme ich zurecht, wenn ich meinen Alltag selbst bestimmen kann, wenn ich keinen Zeitdruck habe, wenn ich mir für Dinge, die mir wichtig sind, Zeit nehmen kann. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, um in meiner Balance, in meiner Mitte zu bleiben, dass ich auch immer genug Raum und Zeit für mich habe zum Abschalten und zum Auftanken. Ich bin nämlich ein Mensch, ich tanke nicht in Gesellschaft auf, sondern ich tanke in Ruhe und im Raum mit mir selbst auf, ja, wo ich mit mir bin, wo ich etwas tun kann, was mir Spaß macht. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich den Weg zurück zur Kunst gefunden habe, nach so vielen Jahren. Ja, und dann habe ich die Prüfung nicht bestanden. Und ich war so verärgert, so frustriert und so wütend. Ja, ich war so wütend, weil ich eine Vorstellung von mir hatte, dass ich dahin gehe. Ich habe 10 Tage intensivst gelernt. Und dass ich dahin gehe und das beim ersten Mal schaffe, an meiner Wunschvorstellung, hatte ich sogar 100%, ja, richtig bei dieser Prüfung. Dann habe ich nur 69% geschafft, mit 80% wäre mal positiv gewesen. Es hat mir ein bisschen was gefehlt. Ich habe es leider nicht geschafft und ich war wirklich absolut am Boden zerstört, so wie damals, wie ich die Aufnahmeprüfung auf der Kunstuni vor etwa 20 Jahren nicht bestanden habe und da dieses absolut negative Feedback bekommen habe von dem Prüfungsleiter damals. Das war, ja, ich hatte richtig Schmerzen in meinem Körper, mein Herz hat gedrückt, es ging mir wirklich schlecht. Diese Enttäuschung, dieser Misserfolg, das ging so tief, dass mein ganzer Körper geschmerzt hat. Und ich habe mich gefragt, warum tut mir das so weh? Ich bin dann in die Tiefe gegangen. Ich bin generell ein sehr empfindsamer Mensch, ein sehr feinfühliger Mensch, müsst ihr wissen. Das war nicht nur diese nicht bestandene Prüfung, sondern das war eben dieses Bild, was ich von mir aufgebaut hatte. Ja, dieses, ich schaffe das, ich zeige, wie stark ich bin. Ich zeige, wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das durch und bestehe dann auch, kann diesem Druck standhalten. Ja, und ich bin dann nach Hause gekommen, ich kam mir so dumm vor, weil ich mir gedacht habe, ich habe noch nie in meinem Leben für eine Prüfung so viel gelernt und sie trotzdem nicht bestanden. Ich hatte einfach das falsche Mindset. Das war, die Rahmenbedingungen haben für mich auch nicht gepasst. Es war eben dieser Zeitdruck, auf den reagiere ich sowieso extrem allergisch. Auf Zeitdruck, das ist für mich der größte Stressor überhaupt. Deswegen versuche ich meinen Alltag so aufzubauen, dass ich möglichst wenig Zeitdruck da habe. Und dass ich das, wenn ich Termine habe, dass ich die schon etwas weiter im Vorhinein weiß, dass ich mich darauf einstellen kann und meinen Alltag so aufbauen kann, dass ich da dann nicht viele Termine an einem Tag habe, weil da brenne ich dann wirklich extrem schnell aus. Das ist dann wirklich, also ich weiß das aus der Vergangenheit, ich bin dann extrem schnell ausgebrannt, wenn ich zu viel auf einmal zu erledigen habe, wo viel im Außen bestimmt ist und wenig Raum für Selbstbestimmung da ist, ja. Ich habe dann wirklich diesen einen Tag, habe ich wirklich getragen
getrauert, ich war am Boden zerstört, ich habe versucht, diese inneren Splitter von dieser Welt, die in mir zerbrochen ist, zusammenzuklauben und auch zu verstehen, warum ich mich so gefühlt habe, als hätte ich versagt, als wäre ich dumm, als wäre ich nicht gut genug. Und ich wollte irgendwie, wie gesagt, zeigen, dass ich das schaffe und dass ich das gut kann, ja, und ich wollte nicht die Person sein, die beim ersten Versuch scheitert. Ich wollte die Person sein, die nach Hause kommt und zeigt, dass sie es geschafft hat beim ersten Mal. Diese starke, unabhängige Frau, ja. Ich habe dann aus diesem Misserfolg mir sehr, sehr viel mitnehmen können. Ich habe diese Illusion, die ich mir aufgebaut habe und diese zerbrochene Welt, ich habe mich dann selbst gefragt und reflektiert, warum muss ich überhaupt diese Person sein, die das beim ersten Mal schafft? Warum habe ich so ein Bild von mir aufgebaut? Warum möchte ich andere beeindrucken und zeigen, wie stark ich bin? Warum möchte ich die Beste sein oder die Erste sein oder die Person sein, die es beim ersten Mal schafft? Warum war mir das so wichtig? Und ich bin dann drauf gekommen, eigentlich ist es gar nicht wichtig. Und da habe ich dann gemerkt, wie der Druck in meinem Herzen abgefallen ist. Es ist spannend, welche Bilder oder welche Welten wir aufbauen oder welche Bilder wir versuchen auszuleben, sage ich einmal. Ja, also, dass wir versuchen, in eine Welt hineinzupassen, die aber gar nicht zu uns passt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich nicht in diese Welt passe, dann muss ich mir eine eigene Welt bauen. Ja, dann muss ich mir meine eigene Welt bauen, wo das möglich ist, dass ich genau so wie ich bin, wie es zu mir passt, leben kann. Nämlich frei, selbstbestimmt, mit wenig äußerem Druck, mit möglichst wenig Zeitdruck. Ja, da mögen jetzt vielleicht viele getriggert sein und sagen, hey, lebst du in einer Luftblase, in einem Luftschloss? Was ist los? Ja, Gesellschaft, Druck, Zeit, 9 to 5, ja. Alles ist irgendwie so zeitlich getaktet, von außen vorgegeben. Ja, aber wenn man nicht in diese Welt passt, dann ist man vielleicht da, um genau das zu verändern und um genau da eine neue Welt aufzubauen. Und ja, ich habe dann wirklich von diesem am Boden zerstört sein, ja, und diesen zerbrochenen Splittern, die ich in mir aufgeglaubt habe, so schnell von einem Tag auf den anderen es geschafft, mein Mindset zu verändern und zu sagen, es ist gar nicht wichtig, alles beim ersten Mal zu bestehen. Es ist gar nicht wichtig, bei der Prüfung 100% zu haben. Es ist gar nicht wichtig, andere beeindrucken zu wollen oder jemanden mit Leistung, durch Leistung stolz machen zu wollen. Ja? Das ist überhaupt nicht wichtig, aber ich hatte dieses Bild von mir. Und dieser Misserfolg hat mir etwas sehr, sehr Wichtiges auf schmerzvolle Art gelehrt, nämlich, dass ich nur mir selbst entsprechen muss. Ich muss niemandem gefallen, ich muss nichts beweisen, schon gar nicht durch Leistung. Und ich darf so leben, wie es mir entspricht. Und wenn es mir nicht gut tut, dann ist es nicht das Richtige für mich.